Welt! Es ist der 31.12. Wir haben circa 10 Uhr. Ich kaufe gerade ein für Silvester. Ralf und Laura, Niki und Luke kommen zu uns. Wir sind also 6 Leute. Das bedeutet, wir müssen für 6 Leute auch noch was kochen. In der Regel wird das dann Essen für 12 Leute, weil wir es immer falsch einschätzen. Natürlich noch ein paar Drinks und Getränke und ein paar Snacks. Und das war's. Maya ist gerade mit den Hunden draußen, hat mich hier bei Real abgesetzt. Und das bedeutet, ich muss mich beeilen. So, ich habe ja diese neuen coolen Teile hier am Auto montiert, hier diese. Der Nachteil ist, wie man sehen kann, es fehlt der Spritzschutz. Vorher war hier halt, das ging noch weiter runter mit dem alten Ding und dann hat das natürlich das hier verhindert. Aber wenn man zweimal durch eine dicke, matschige Pfütze auf dem Feld fährt, dann sieht das so aus. Und deswegen putze ich jetzt mal eine Runde. Das ist gut im Radio gerade. Böllerverbot. Ich hasse Böller. So unnötig. So viel Müll und Dreck. Und ja, die Tiere sind halt hier richtig gearscht. So wie wir gerade die Probleme mit unseren Hunden haben. Dass wir auf keinen Fall die irgendwie damit in Kontakt lassen wollen. Also wir haben so eine Wiese gegenüber und da böllern die Leute halt schon vorher die ganze Zeit. Und eigentlich gehen wir mit den Hunden da kurz rüber. Also wir gehen ja zweimal am Tag lang mit denen und dann müssen wir manchmal zwischendurch raus. Ne? Und dann gehen wir da immer rüber. Und ja, wir haben auch alle Fenster die ganze Zeit zu, weil die sich halt immer mega davor erschrecken. Ja, und die Tiere draußen in der freien Wildbahn, ne, die haben natürlich auch die Arschkarte. Jetzt wird hier ein bisschen vorgesprüht. Finde ich immer sehr nett. Aber das ist auch der Grund, weil die Jungs das hier eh machen, habe ich das lieber vorher gemacht, weil die im Dreck, ich wollte denen das nicht zumuten, dass die das nochmal selber machen müssen. So, jetzt fahren wir mal hier durch. Ist jetzt nicht so aufregend, ist auch ziemlich dunkel. Ich hatte eigentlich gerade schon was erzählt, aber ich habe nicht auf Aufnahme gedrückt. Ärgerlich. Naja, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich jetzt alles kochen werde und vorbereiten und dann sind wir ready für Silvester. Und ich habe eigentlich darüber geredet, ob es eigentlich erlaubt ist, dass ich die Kamera laufen lasse und fahre. Ich meine, meine Hände sind ja am Lenkrad, wie man sieht. Ich mache nichts. Und wenn ein Beifahrer neben mir sitzen würde und ich würde mit ihm reden, wäre es genau dieselbe Situation. Also ich gucke ja nicht die ganze Zeit so in die Kamera, während ich fahre, sondern wie wenn ich mit jemandem rede, gucke ich zwischendurch rüber. Aber was meint ihr? Ist das, darf man das? Soll man das? Ist das in Ordnung oder nicht? Ich richte mich da ganz nach euch. Wenn er sagt, Alter, du bist voll verantwortungslos, guck mal auf die Straße, dann mache ich das nicht. Schreibt es in die Comments. Let me know in the comments below. Ah, jetzt ist er wieder sauber. Aber kann mir jemand das erklären? Ich frage mich jedes Mal, wofür das ist. Warum? Ich kann es mir nicht erklären. Vielleicht wisst ihr das. Wir sind beide gerüstet. Kann man gar nicht sehen. Warum beschlägt das? Ja, aber es sieht so aus, als beschlägt. Naja. Jetzt muss mein Gesicht runter, weil das Face-Tracking so. Wir haben beide eine Schürze an. Ja. Trinken einen Cidre oder Cider. Ich dachte, das klingt so französisch, ein bisschen mehr nach Küche, nach Cuisine. Ganz wichtig, wird ganz wichtig. Wir gucken, wenn wir jetzt nicht zu 100%, aber zu 90%, wenn wir zusammen kochen, gucken wir immer Goodbye Deutschland. Ja, aber auch zu 90% nur, weil Goodbye Deutschland nicht schnell genug ist, um neue Folgen zu produzieren, so oft wie wir zusammen kochen. Ja, das stimmt. Ja, die kommen nicht hinterher. Naja, wir haben auf jeden Fall einiges zu tun. Maya macht gerade Guacamole. Ich mache gleich das Chili für die Nachos und dann machst du bestimmt die Käsesoße. Ne? Ja, du bist ja der Käsesoßen-Experte. Und da zeigen wir euch später mal das Ergebnis. Leider nur, wie es aussieht. Schmecken geht ja nicht. So, gerade hat der Tom mir noch die Druckdateien von Johnny Silverhands Arm geschickt.
Das ist der Silikon-Sleeve, den ich baue. Was alles unten drunter ist, diese Muskelstränge und so. Natürlich ist das Teil hier jetzt kein Muskelstrangsystem, aber das muss auch aus Silikon gemacht werden und flexibel. Deswegen ist das mit an diesem großen Teil mit dran. Und das hier ist die Panzerung, die oben drüber kommt. Die sieht jetzt auf den Bildern ein bisschen krasser aus, weil diese Sachen hier, also diese Sachen, die so nach innen gehen, das ist nur für den Druck. Ja, sie sind eigentlich ganz flach, aber diese dicken, krassen, fetten Teile, die auch hier zu sehen sind, das ist nur für den Druck. Später nach dem Abformen ist das nicht mehr da. So, das ist ein Teil vom Unterarm, was direkt an die Hand angrenzt. Ich habe alles schon voreingestellt, eigentlich nur je nach Modell ändere ich noch gewisse Sachen. 0,4 mm ist die Düse. Ich lasse es auf 0,1 mm. Ich könnte es noch feiner drucken, aber es lohnt sich hierfür nicht. Es ist ein recht simples Modell. Die Details hier sind nicht zu groß. Hier kann ich locker auf 6 runtergehen. Es ist nur 6% Infill Density. Das bedeutet, das Gitter ist viel größer und ich spare Zeit und Material. Ja, sonst sind meine Einstellungen eigentlich optimiert für meinen Drucker. Ich drucke immer mit Brim auf dem mittleren Drucker. Der mittlere ist der, den wir haben 3 und das ist der zweite, den wir gekauft haben. Da drucke ich immer mit Brim. Das bedeutet, hier außen wird so ein Rand rumgebaut, einfach damit es besser auf der Platte hält. Den anderen drucke ich mal mit Raft, weil das sich immer so ein bisschen verzieht. Und mit einem Raft unten drunter, dann baut ihr so ein ganz feinmaschiges Gitter unten drunter, verzieht sich das Modell unten am Ansatzpunkt auf der Platte nicht so. So, er hat fertig gerechnet. Er braucht dafür bei den Einstellungen 1 Tag und 14 Stunden das zu drucken. Aber ich fahre die Drucker dann nochmal auf fast 300% hoch. Also dieselbe Zeit geteilt durch 3 sind dann 38 Stunden braucht er. Geteilt durch 3 braucht er nur noch irgendwas um die 13 Stunden circa. So, ich nenne es immer hier anders. Er packt immer UM2 davor, das brauche ich nicht. Silverhand Arm. Save to Removable Drive. Da ist er. Und da wird jetzt die Datei drauf gespeichert. Und die Speicherkarte kommt in den Drucker. Und dann geht's los. So, der Drucker ist startklar, wie man hier sehen kann. Wie ich gesagt habe, ich baller den ja jetzt noch hier hoch. Und zwar stelle ich Material Flow höher. Bei höherer Geschwindigkeit ist das besser. Die allgemeine Temperatur stelle ich höher. Material Flow mache ich ein bisschen mehr. Wenn er schnell läuft, ist es besser. Die Nozzle-Temperatur stelle ich hoch. Und dann baller ich ihn mal für den Anfang auf 250%. Viel mehr als das mache ich nicht, weil dann ist die Gefahr, dass die Zahnriemen springen und die Layer um Millimeter versetzt werden. Das ist doof. Dann viel Spaß. Ja, schon relativ partyfertig. Ich habe einfach mal so ein Disco-Licht hier hingestellt. Ergibt keinen Sinn, aber sieht der Eingang wenigstens nach Disco aus. Das ist ja unser Eingangsbereich hier. Ja, da steht noch ein Motorrad. Und da haben wir den Raum jetzt quasi fertig dekoriert. Nichts Besonderes, ging nur darum, irgendwas Besseres draus zu machen, als das, was er sonst ist. Das Original oben ist kaputt. Einfach verstopft, keine Ahnung, aber da ist noch eine andere Leitung von dem Waschbecken, die auch verstopft ist. Also liegt es nicht an der Toilette, sondern eigentlich in der Hauptleitung da, keine Ahnung, was da passiert ist. Ist vielleicht jemand drin gestorben. Naja, auf jeden Fall sollte man da nicht mehr drauf gehen und damit man es nicht benutzt, lege ich jetzt einfach einen Abdruck von meinem Gesicht mit rein. Ich hoffe, dass niemand auf die Idee kommt, trotzdem drauf zu pinkeln. Den Abdruck habe ich mal gemacht für eine Schablone für Darth Maul, als wir so viel Darth Maul Apprentice gedreht haben. Wir hatten 19 Drehtage, wir müssen 19 Mal Darth Maul machen. Und ich habe eine Silikon-Schablone gemacht, die ich mir aufs Gesicht legen konnte und dann quasi sprühen, die schwarzen Linien. Aber es hat nicht funktioniert, es war nicht dicht genug, es hat drunter gesuppt und waren keine klaren Linien. Ich habe es später nur noch benutzt, um es anzudeuten. Also ich habe es draufgelegt und ganz leicht angenebelt, dann hatte ich zumindest schon mal die wichtigsten
symmetrischen Fixpunkte, um den Rest aufzumalen. Ja, hat aber trotzdem jeden Tag 4 Stunden gedauert. Das Darth Maul Make-up habe ich immer selber gemacht. Ne? Das kann ich gut, Straight Lines, da bin ich super drin. Den Rest werde ich jetzt demnächst auch lernen. So Contouring und so, Maya's Magic werde ich bald hoffentlich auch drauf haben. Natürlich nicht so gut wie sie, aber vielleicht so, dass man denkt, so kann ich rausgehen. So. Oh mein Gott! Ich habe ihn noch extra crappy angemalt. Das soll richtig scheiße aussehen. Auf jeden Fall sollte er die Augen aufhaben, damit man Respekt davor hat. Ne? Einem wachen Mann pinkelt man nicht ins Gesicht. So, wunderbar. Da pinkelt keiner drauf, würde ich sagen. Wir sind jetzt schon mittendrin. Ich hatte jetzt den Eingangsmoment verpasst. Aber da Tuck erstmal eine ganz weite Runde gebellt hat, war das nur Hundegebell. Das ist der Ralf. Seid ihr oft alle drin? Das Display ist so klein. Oh, ja warte, das musst du mir aufsetzen. Ich habe keine Ahnung. Das ist mega. Ja, es ist irgendwas nach 7 Uhr. Ich bin gerade die ganze Zeit auf der Couch eingepennt. Oh, da habe ich gedacht, es hat keinen Sinn mehr. Ich muss schlafen. Deswegen bin ich jetzt noch mal kurz mit dem Dexter rübergegangen. Und dann werde ich gleich auch schlafen gehen. Wird auch Zeit. Ja, bin jetzt schon eine ganze Weile auf. Und der Hunde wieder. Tja, man sieht aber noch genug. Guck mal hier. Auf der Kamera, in der Kamera sieht man sogar mehr, als ich selber sehe. Ja, frohes neues Jahr euch allen. Und wir sehen uns morgen. Ja, gute Nacht. Macht es gut. Es gab eine kleine Planänderung. Nachdem ich ja mehrmals auf der Couch eingepennt bin und ich danach mit dem Dexter draußen war, war ich dann doch wacher als gedacht. Und Laura und Ralf sind noch bis gerade eben geblieben. Wir haben jetzt irgendwas nach 9. Jetzt sind wir nochmal richtig mit den Hunden draußen, damit wir danach auch länger schlafen können, weil sonst hätten wir ja 2 Stunden später wieder rausgemusst. Natürlich ist es nicht klug, dann direkt 8 Stunden zu schlafen, weil dann ist der ganze Rhythmus im Arsch und dann sieht es die nächsten Tage schlecht aus. Also wenn wir nur so ein bisschen schlafen, aber trotzdem den ganzen Tag im Bett verbringen und irgendwas gucken, ist auch schön. Aber jetzt ist es auch hier schön. Ne? Morgens, niemand ist hier, alles ist eingefrostet. Ist ganz nett. Nicht wahr? Ja, das ist wirklich sehr schön, wenn man so früh wach ist. Es ist jetzt 11 Uhr. Ich habe uns noch was zu essen gemacht. Und das werden wir jetzt im Bett essen, dabei Gilmore Girls gucken und dann einfach einschlafen. Für ein paar Stunden zumindest, weil sonst ist der Rhythmus im Arsch, wenn wir jetzt durchschlafen. Ja, das wollen wir nicht, weil morgen muss es direkt weitergehen. 5 Uhr wird aufgestanden, bam bam. Der Cyberpunk-Film muss fertig werden. Und dafür gibt es noch viel zu tun. Gut. Das war's für diesen Tag, für Silvester und den Morgen vom 1.1. Macht es gut. Gute Nacht.